Es war eines der Krypto-Top-Performer 2023, das Projekt Injective. Rund 3000% Zuwachs in nur einem Jahr. Zeit, um sich das aufstrebende DeFi-Projekt mal genauer anzuschauen. Was macht Injective besonders? Wo gibt es Chancen? Wo gibt es Risiken? In diesem Video bekommst du einen Schnellcheck und mein Fazit zum Schluss. Also bis zum Ende dranbleiben, liken nicht vergessen und viel Spaß! Injective bezeichnet sich selbst als die schnellste Blockchain für den Finanzbereich. In Kombination mit Web3-Modulen möchte die Blockchain ein entwicklerfreundliches Ökosystem für moderne DeFi-Anwendungen werden. Ob Spot- oder Margin-Trading, Cross-Chain-Trading oder Yield-Farming, dezentrale Börsen, der Handel mit Derivaten bis hin zu dezentralen Versicherungen und vieles mehr ist an DeFi-Anwendungen auf Injective denkbar. Die Plattform richtet sich mit seinen Produkten einerseits an erfahrene Trader und Institutionen, die von den Vorteilen der dezentralen Blockchain-Technologie profitieren wollen. Andererseits finden sich zunehmend Anreize für Privatpersonen und DeFi-Liebhaber. Apropos DeFi, eine einfache Erklärung zu diesem Begriff Decentralized Finance, also DeFi, findest du in einem extra Video auf dem Kanal. Und falls du dir schwer tust, den passenden Coin für dein Portfolio zu finden, unter dem Video findest du einen Link zu meinem Online-Kurs Investieren in Kryptowährungen. In diesem Kurs findest du vielleicht ein paar Anregungen, wie du anhand deiner finanziellen Ziele Kryptowährungen finden, analysieren und bewerten kannst. Klick einfach auf den Link und hol dir mehr Infos dazu. Okay, zurück zu Injective. 2018 wurde das Projekt von Binance Labs inkubiert und zusammen mit dem Forschungsunternehmen Injective Labs aufgebaut. Binance habe bei der Definition unserer Markteinführung entscheidend geholfen. So soll Eric Chen mal in einer AMA gesagt haben. Eric Chen ist CEO von Injective Labs und gilt neben dem CTO Albert Chon als einer der Gründer des Unternehmens. Chen studierte Finanzwissenschaften an der New Yorker Universität Stern School of Business. Vor Injective war er Researcher für Innovating Capital, hat ein E-Commerce-Startup mitbegründet und sich als Seed-Investor in der IT beteiligt. Wie man also Handelsstrategien und Protokolle analysiert, damit kennt er sich aus. Krypto entdeckte er übrigens in seiner Highschool, seit 2012, als er seine ersten Bitcoins schiffte. Der CTO Chon hat seinen Master in Informatik an der Stanford-Universität gemacht und entwickelte unter anderem für Amazon. Als Tendermint Fellow ist er gut mit der Technologie hinter dem Cosmos-Netzwerk vertraut. 2020 wurde das Protokoll erstmals über die Crowdfunding-Plattform von Binance, das Binance Launchpad, öffentlich gemacht. Im Ranking ist es dort bis heute noch das zweitgrößte Binance Launchpad-Projekt nach Polygon. Dem Injective-Vorreiter Binance Labs schlossen sich dann weitere bekannte Risikokapitalgesellschaften wie Panthera Capital oder Jump Crypto an. Auch der bekannte Milliardär und Geschäftsmann Mark Cuban befindet sich darunter, der sein Geld bereits in viele Ethereum-freundliche Projekte wie Polygon oder Arbitrum geschmissen hat. Das Mainnet selbst startete erst Ende 2021 nach einer Reihe von Tests und Weiterentwicklungen. Von da an konnte sich Injective über die letzten beiden Jahre zu einem kleinen, aber bunten DeFi-Ökosystem entwickeln. Werfen wir dazu einen Blick mit ein paar Beispielen drauf. Unter den D-Apps befinden sich verschiedene Projekte, zum Beispiel Helix oder Mito. Helix ist die führende DEX mit auf Injective und zählt zu den Aufsteigern des letzten Jahres. Laut DeFi Lama beträgt das gesamte TVL von Injective zum Stand des Videos über 50 Millionen $. Davon wird das meiste Kapital über Dojo Swap und die Helix-App gelockt. Bei Mito handelt es sich um ein Web3-Protokoll, gebaut für automatisiertes Trading und um Real-World-Assets sowie das Yield-Farming zu optimieren. Soweit so gut. Unter den Infrastrukturpartnern rund um Daten befindet sich zum Beispiel Google Cloud. Dazu stellt Injective seine Finanzdaten von der Blockchain in BigQuery, das ist ein Webservice von Google, zur Verfügung. Klingt komplizierter als es ist. Entwickler und Unternehmen können über diese Cloud auf Echtzeitdaten von der Blockchain zugreifen. Viele andere Blockchain-Projekte arbeiten auch mit Google Cloud zusammen. Ist jetzt also nichts total Besonderes. Als nächstes siehst du hier einige Institute, die Injective unterstützen. Ein Unternehmen ist zum Beispiel BH Digital. Dahinter steckt die Abteilung für digitale Vermögenswerte vom milliardenschweren Hedgefondsmanager Brevan Howard. BH Digital beteiligte sich 2022 an einer weiteren privaten Finanzierungsrunde, in der 40 Millionen $ eingesammelt werden konnten.
Dann integrierten BitGo oder Binance Custody, sind beides führende institutionelle Kryptoverwahrer Injective. Galaxy, ein weiterer führender Anbieter für digitale Vermögenswerte, hat sich außerdem als Validator angeschlossen. Ebenso Trust Wallet. Eine weitere Kooperation besteht zu Espresso Systems. Das ist ein Protokoll, das zur Dezentralisierung innerhalb des Ökosystems beitragen soll. Das gleiche Projekt unterstützt auch die Dezentralisierung der Roll-ups von Ethereum. Neben diesem Aufbau des Ökosystems führte Injective Anfang Januar sein bisher größtes Upgrade in der Geschichte ein, das Volan-Upgrade. Mit Volan führte das Team das weltweit erste Modul ein, das sich auf Real-World Assets konzentriert. Real-World Assets sind zum Beispiel tokenisierte Fiat-Währungspaare, Treasury Bills oder Kreditprodukte. Diese RWAs sind ein aufstrebender Markt in der Blockchain-Branche. Die Marktgröße von tokenisierten Wertpapieren wird Stand des Videos auf über 500 Millionen Dollar geschätzt, Tendenz wachsend. Das neue RWA-Modul ist jetzt besonders interessant für diese Web3-Institutionen. Sie können ihre zugelassenen Vermögenswerte direkt on-chain starten, ohne dann ihre Compliance-Anforderungen vernachlässigen zu müssen. Mit Volan erhöht sich jetzt auch die Interaktion zu anderen Blockchains, die einen nahen Austausch zum Cosmos-Ökosystem pflegen. Über Injective und Cosmos erfährst du jetzt im nächsten Abschnitt zur Technologie gleich mehr. Blockchains für den DeFi-Sektor gibt es viele. DeFi-Anwendungen gibt es ja hunderte. Allein nur unter den dezentralen Börsen trackt CoinGecko momentan über 600 relevante. Darunter bekannte Protokolle wie Uniswap oder PancakeSwap. Die genaue Zahl liegt vermutlich deutlich drüber. Welche technologischen Besonderheiten hat Injective jetzt, um sich von dieser starken Konkurrenz abzuheben? Jetzt wird es ein bisschen technisch. Die Injective Blockchain soll laut eigener Angaben bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde schaffen. Ein Block wird innerhalb von 800 Millisekunden erstellt. Die Transaktionen werden in Echtzeit finalisiert. Die Transaktionskosten der Abbildung zufolge sind verschwindend gering, was gerade eben beim vielen Traden anziehend sein mag. Um diese ganzen Leistungen zu erreichen, wurde die Blockchain mit dem Entwicklungsset von Cosmos, dem Cosmos SDK, gebaut. Außerdem verwendet Injective den Cosmos-nahen Proof-of-Stake-Mechanismus, der heißt Tendermint BFT, sowie das Kommunikationsprotokoll IBC. Auch andere Blockchains wie die BNB Beacon Chain von Binance bauen auf dem Cosmos SDK und Tendermint auf. In Summe ermöglicht der Blockchain-Aufbau von Injective zahlreiche kettenübergreifende Verbindungen zum Cosmos Hub und allen IBC-kompatiblen Ketten, also alle, die die gleiche Sprache sprechen. Wichtig für die Liquidität von DeFi-Anwendungen. Injective unterstützt außerdem die Smart Contract-Plattform Cosmos Wasm, um Entwickler und deren D-Apps zum Umzug auf die eigene Plattform zu bewegen. Laut seiner Homepage bietet Injective als erste Blockchain automatisch ausführende Smart Contracts an. Die Apps sollen KI-Algorithmen nahtlos einsetzen können, was zu besseren DeFi-Erlebnissen führt. Im Derivatehandel können Trader damit zum Beispiel ihre Preise optimieren und bessere Handelsentscheidungen treffen. Injective hat außerdem Seitenketten zur Ethereum und Solana Virtual Machine eingeführt. Weitere Austauschmöglichkeiten bestehen auch über die Brückenverbindungen, über die Wormhole Bridge zu Blockchains wie Avalanche oder über die eigene Injective Bridge zu Polygon, Arbitrum und vielen mehr. Warum erzähle ich dir das alles? All das macht Injective hochgradig kompatibel für DeFi-Nutzer. Und das ist eine minimale Grundvoraussetzung für einen guten, kettenübergreifenden, liquiden Handel von Vermögenswerten. Speziell für den DeFi-Bereich hat sich jetzt Injective ein paar Lösungen zugelegt, um gegen gängige Probleme wie mangelnde Liquidität oder Front-Running anzugehen. Bei letzterem handelt es sich um eine Art beliebtes Insidergeschäft. In Krypto bedeutet Front-Running, dass Validatoren ihre Macht beim Konsensus böswillig ausnutzen. Sie manipulieren dabei die Transaktionsreihenfolge und machen ihre eigenen Taschen voll, indem sie die Preisunterschiede ausnutzen. Alle zusätzlichen Gewinne, die über die Standardbelohnungen hinausgehen und extrahiert werden, werden auch unter dem maximal extrahierbaren Wert, kurz MEV, zusammengefasst. Injective bezeichnet sich als MEV-resistent. Um eine faire Reihenfolge durchzusetzen, nutzt das Protokoll unter anderem verifizierbare Verzögerungsfunktionen,
sogenannte VDFs. Eine weitere Schutzmaßnahme heißt noch selektive Verzögerung. Dabei kann eine Order nicht im Vorfeld storniert werden. Das ist ganz schön technisch, ne? Ich weiß. Daneben bietet Injective ein vollständig dezentralisiertes On-Chain-Orderbuch an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Orderbuchmodellen ist hier kein Zwischenhändler erforderlich, der Austausch findet direkt auf der Blockchain statt. Für den Endnutzer schaut jedoch die Benutzeroberfläche wie bei einer zentralen Börse aus. Um die Aufträge effizienter und fairer zu machen, verwendet Injective ein sogenanntes Frequent Batch Auction Modell, das FBA-Modell. Beim FBA-Modell werden die Ordern nicht einzeln, sondern in Gruppen, also in Batches, abgewickelt. Im Gegensatz dazu setzen wohl viele zentralisierte Börsen und traditionelle Finanzmärkte auf das sogenannte CDA-Modell. Dabei werden die Aufträge in Echtzeit verarbeitet, sobald sie eintreffen, was diese anfälliger für Marktmanipulation machen kann. Durch den Ersatz von CDA durch FBI übernimmt Injective ein Marktdesign, das sowohl technisch robust als auch wettbewerbsfähig gegenüber zentralisierten Börsen ist. Injective ist in der Lage, räuberisches Frontrunning zu eliminieren und gleichzeitig die Bereitstellung von größerer Liquidität mit engeren Spreads durch Market Maker zu ermöglichen. Der Injective Token ist der netzwerkeigene Utility Token des gesamten Ökosystems. Der Token dient der Netzwerksicherheit, also als Staking- und Reward-Token für die Validatoren. Nutzer können übrigens ebenfalls am Staking teilnehmen, indem sie ihre Tokens direkt über die Plattform Injective Hub an Validatoren delegieren. Zum Stand des Videos variiert der effektive Jahreszins zwischen 15 und 16%, kann aber auch sich jederzeit ändern. Eine weitere Funktion des Tokens ist die Governance-Funktion. Tokeninhaber können ganz im Sinne einer dezentral organisierten Gemeinschaft über zukünftige Netzwerkentscheidungen abstimmen. Weiterhin kann der Injective Token als Sicherheit für Derivate eingesetzt werden. Auch die DApp-Börsen sollen Token-Belohnungen erhalten, um stetig die Handelsaktivitäten auf Injective zu erhöhen. Für alle Aufträge, die Sie in das gemeinsame Orderbuch einspeisen, bekommen Sie 40% der daraus entstandenen Handelsgebühren. Das ist wie eine Art Referral-Programm, das soll neue D-Apps anziehen und damit wiederum die Liquidität fördern. Eine letzte Besonderheit, die ich dir erzählen möchte, ist der Token Buyback- und Burn-Mechanismus. 60% aller Gebühren, die über die D-Apps auf Injective verfasst werden, werden wöchentlich in einer On-Chain-Auktion versteigert. Die Injective Tokens des Höchstbietenden werden dann verbrannt. Dieser deflationäre Mechanismus soll helfen, überschüssige Tokens aus dem Umlauf zu entfernen. Demgegenüber steht aber das inflationäre Tokenangebot. Der initiale Vorrat an Injective Tokens beträgt 100 Millionen Token. Die Menge wird mit den Block Rewards erhöht. Die Inflationsrate dafür lag zu Beginn bei 7%, soll im Laufe der Jahre auf 2% etwa sinken. Durch dieses WLAN-Upgrade, also jetzt Anfang Januar neu, soll das Tokenverhalten dynamischer gestaltet werden, sodass die Inflation, so der Plan, langfristig Richtung 0% gehen könnte. Auch die Möglichkeiten, dann die Tokens endgültig zu vernichten, also zu burnen, wurden erweitert. Nach und nach könnte so die Anzahl an Tokens aufgrund dieser deflationären Mechanismen unter der ursprünglichen Anzahl liegen. Damit dieser Plan aber aufgeht, ist Injective auf ein starkes Handelsvolumen angewiesen. Denn je stärker das Volumen über die D-Apps, über die Börsen und so weiter, desto stärker können diese ganzen deflationären Kräfte auf die Tokens einwirken. Bei einem Startpreis im Januar 2023 von 1,2 Dollar auf zeitweise über 44 Dollar machte Injective um die 3000% Gewinn im letzten Jahr. Wie war das rückblickend möglich? Man versucht sich das Ganze mit mehreren positiven Schlagzeilen zu erklären. Das waren neue Events von mir aus, neue Upgrades, neue Integrationen von D-Apps und Protokollen, dadurch dann gesteigerte Handelsaktivitäten und mehr Aufmerksamkeit. Anfang 2024 knackte Injective erstmals die Marke von über 300.000 aktiven Wallets. Auch vom KI-Trend, das war ja der Trend 2023, muss Injective offensichtlich profitiert haben. CoinDesk schreibt dazu: Die mangelnde Werterfassung auf der Injective-Blockchain in Verbindung mit dem Anstieg der Tokenpreise deutet darauf hin, dass Händler sich auf das Narrativ der künstlichen Intelligenz einlassen. Es ist aber so, dass auch manche Kritiker spekulieren, ob der Kurs irgendwie künstlich erzeugt sein könnte. Inwiefern vielleicht Marktmacher oder Venture Capital Firmen im Spiel waren. Denn für diese Performance ist das Ökosystem doch noch vergleichsweise klein. Auch Chartanalysten warnen. Injective lag in den vergangenen Wochen
häufig im überkauften Bereich. Manche Indikatoren deuten nach diesem Ritt mehr auf eine Abwärts- oder eine Seitwärtsbewegung hin. Anfang 2024 stand des Videos stagniert der Preis zumindest. Prognosen für die Zukunft sind jetzt noch schwerer zu treffen, weil sich der Token in ein unbekanntes Territorium vorgewagt hat. Schlussendlich, seit seiner Gründung hat sich Injective stetig weiterentwickelt. 2024 wird für Injective wieder Neuland und trotz einiger Besonderheiten bleibt die Konkurrenz im DeFi-Sektor enorm hoch. Wer sich für ein Investment interessiert, muss sich gut überlegen, wie sehr er dem Projekt vertraut. Daneben ist Injective ein DeFi-Projekt, was Institutionen gegenüber freundlich gesonnen ist. Sprich, wer nach Peer-to-Peer-Projekten unter Privatpersonen sucht, der wird mit Injective nicht warm werden. Bei vielen Herausforderungen sehe ich aber auch Chancen, vor allem im wachsenden RWA-Markt. Dieser Markt könnte sich zu einem DeFi-Massenmarkt mit einer lukrativen Zielgruppe, den Unternehmen, entpuppen. Und das könnte Injective positiv in die Karten spielen. Um gegen gängige Probleme wie mangelnde Liquidität oder Frontrunning, schnell check. An der Stanford Universität. Dieses Englisch. Was macht dieses Haar?